So, in diesem Video gibt es so einen kleinen Einschub. Das heißt, wir werden gleich weitermachen mit dem Dungeon. Und ich habe so eine Art Version Control. Das heißt, die sozusagen Programmierstände kann man mit Version Control auf einen bestimmten Stand bringen. Das heißt, hier sieht man halt 23 Videos, Erstellen der Richtverhältnisse und so weiter. Das letzte auch, will ich jetzt einstagen. Das heißt, einen Zustand hier speichern. Mit Git mache ich das Ganze. Vielleicht für den einen oder anderen interessant. Das ist nicht die Source Control von der Unreal Engine, sondern ich nutze hier Git, um halt die Zwischenstände von den Entwicklungen zu speichern. Wenn ich jetzt in der History hier mal schaue, dann gibt es halt so einige Zwischenstände und so ein Git-Repo, das heißt, das wird installiert mit Git init. Vielleicht habe ich hier so eins. Das heißt, am Anfang, wenn man halt so eine Git Bash installiert hat, jetzt auf Windows oder auf einem anderen Rechner Git hat, mit Git init in dem Ordner kann man entsprechend einfach das Repo installieren. Dann kann man so eine Git ignore aufsetzen. Also ich hatte hier so ein initial Commit am Anfang, 10.4. und eine Git ignore, die ich hinzugefügt habe. Bei der Git ignore, da steht einfach drin, dass es so Binaries, also es ist die Textdatei. Die wird hat also so ein typisches Git ignore für so ein Unreal Engine Projekt. Das habe ich dort mit reingelegt. Die heißt dann, die Datei heißt einfach nur .gitignore. Hier oben sieht man die Datei, .gitignore. Die ist dort einfach in diesem Hauptordner, Dungeon Master. Und dann kann man die ganzen Stages hier sehen. Theoretisch auch wieder zu einem alten Stage springen. Wenn man mit anderen Entwicklern programmiert, kann man auch sich Branches erstellen, das heißt so Abzweige. Wenn jemand irgendwie am Level-Design programmiert, der andere irgendwie an der Logik oder noch ein anderer was anderem, kann man sich Branches machen, die dann später einfach mergen, wenn man soweit fertig ist. Oder je nach Branch halt etwas Bestimmtes machen. Das heißt, die kompletten Level auf einem bestimmten Branch dann haben, um halt irgendwie zwischendurch so ein Release-Branch zu haben, mit dem man halt nicht entwickelt, einfach mit dem man mergt, sodass man halt nicht ganz viele irgendwie Ordner im Content-Browser hat, irgendwann. Das ist eher so für größere Level interessant. Wie dem auch sei, kann man dann hingehen und, wenn man halt einen bestimmten Stand speichern will, auch mit git add Punkt das hinzufügen. Das heißt, wenn ich hier alles erstmal speichere, dann hier git add Punkt, der speichert mir die ganzen Dateien, git Status, gibt mir dann so Status über, okay, das hat sich geändert, und mit git commit -m und dann der Kommentar dazu. Der wird dann halt der nächste Stage sein. Hier Video 28 an der Stelle. So das längste Video, das ich gemacht habe, mit weiteres Dungeon Design und verschiedene Möglichkeiten, Level und Akteure zu organisieren. 27, dann 28. So mache ich das zumindest. Mit Add Doppelpunkt, was hinzugekommen ist, und dann so ein kleiner Kommentar. Das wird dann halt gestaged, gespeichert. Mit Exit kann man die Konsole verlassen. Und dann sehen wir hier auch den neuen Commit mit dem neuen Zwischenstand. Das ist jetzt alles lokal hier bei mir. Das Ganze geht natürlich auch gegen so ein Repository, Remote Repository, wie GitHub oder so. Wenn man da arbeitet, kann natürlich auch die großen Dateien mit der git ignore excluden. Das heißt, das, was sehr, sehr groß ist und nicht unbedingt irgendwo sein müsste, das kann man hier natürlich auch über eine Verzeichnisstruktur auch rausnehmen. Ja, das ist jetzt Git. Version Control an der Stelle. Vielleicht für den einen oder anderen interessant. Könnt ihr euch anschauen. Wie dem auch sei, machen wir jetzt weiter. Und zwar, ich habe mir gedacht, wir können hier so einen Saving Spot machen. Also wenn der Spieler in so Saving Spots kommt, dann kann er sich da speichern. So in der Richtung. Das heißt, auf dieser Karte hier, da haben wir so ein Save-Symbol, so ein Diskettensymbol. Das ist so ein Savings-Plot. Ja. Ich wollte dann mit dem Save-Point hier weitermachen. Aber das wird einfach in die nächste Kategorie geschehen. Ich werde hier jetzt einfach nochmal so ein kleines Level bald, also ich werde so ein bisschen weiter hier bauen am Level, damit ich so ein kleines Level habe. Das heißt, ich werde hier noch diese Lücken hier schnell schließen und dann war es das auch für dieses Video. Ich denke mal, dann werden wir danach mit der nächsten Blueprint-Aktion starten, dass wir sowas wie Checkpoints machen, so ein Speichersystem so in der Richtung, und das Level-Design an der Stelle erstmal soweit pausieren und wieder zum Blueprint-Programmieren übergehen können.